Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist die fehlende Fähigkeit, seinen Verstand ohne die Leitung anderer zu benutzen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache hierfür nicht an mangelndem Verstand, sondern an mangelnder Entschlossenheit und mangelndem Mut liegt, seinen Verstand ohne Leitung eines anderen zu benutzen. Sapere aude, habe Mut, deinen eigenen Verstand zu benutzen, ist also das Motto der Aufklärung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie von Natur aus längst keine fremde Leitung mehr bräuchten, dennoch gerne ihr ganzes Leben lang unmündig bleiben und warum es anderen so leicht fällt, sich zu ihren Vormündern zu erklären. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich muss nicht selbst denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden die unangenehme Aufgabe schon für mich übernehmen. Dass der allergrößte Teil der Menschen, darunter alle Frauen, den Schritt zur Mündigkeit, außerdem, dass er anstrengend ist, auch für sehr gefährlich halte, dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie netterweise übernommen haben. Zuerst haben sie ihre Haustiere dumm gemacht und sorgfältig verhütet, dass diese ruhigen Geschöpfe sich ja nicht trauten, auch nur einen Schritt außerhalb der Lauflernhilfe zu machen, in der sie einsperrten. Später dann zeigen sie ihnen die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie versuchen, allein zu gehen. Diese Gefahr ist aber gar nicht so groß, denn sie würden durch ein paar Mal hinfallen wahrscheinlich endlich gehen lernen. Aber nur ein solcher missglückter Versuch hemmt einen und schreckt normalerweise vor allen weiteren Versuchen ab. Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar liebgewonnen und ist auf den ersten Blick wirklich unfähig, seinen eigenen Verstand zu benutzen, weil er es niemals versuchen durfte. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs der natürlichen Verstandesfähigkeiten, sind die Fußfesseln einer immerwährenden Unmündigkeit. Selbst jemand, der sie abwerfen würde, würde dennoch auch über den schmalsten Graben einen nur unsicheren Sprung tun, weil er solch eine freie Bewegung nicht gewöhnt ist. Daher gibt es nur wenige, denen es gelungen ist, sich durch eigenes Training ihres Geistes aus der Unmündigkeit zu befreien und dennoch einen sicheren Gang zu tun.